Frau Heuermann, Sie hatten bei einem Badeunfall im Jahre 2013 eine Nahtoderfahrung. Können Sie erzählen, wie es dazu kam? Ich muss ganz kurz ausholen, was eine ganz, ganz kurze Vorgeschichte hat zu diesem Nahtoderlebnis. Es war im Atlantik in der Bretagne, absolutes Traumziel von mir. Und ich war damals dort 2013 mit meinem damaligen Partner und seinen Kindern. Er war verwitwet. Und als wir das Auto bepackt haben, um in die Ferien zu gehen, bekam ich die Botschaft, dass es einen Unfall geben wird. Ich hatte als Kind die medialen Fähigkeiten. Über Jahrzehnte waren meine ganzen Kanäle dann zu. Und das war quasi so meine erste sehr deutliche Botschaft wieder, die ich bekommen habe, was mich sehr, sehr verunsichert hat, weil ich nicht wusste, was ist das jetzt? Also es war sehr, sehr deutlich und sehr klar, sehr prägnant. Es wird einen Unfall geben. Bei mir sind dann gleich Bilder abgegangen. Ich habe dann gedacht, oh je, es gibt einen Autounfall und wie breche ich jetzt diese Reise ab, damit wir gar nicht erst losfahren und ich niemanden gefährde. Ich bin gerade aufgeregt, wenn ich daran wieder denke. Und dann bekam ich die Botschaft, dass es nur mich betreffen würde. Wir könnten also losfahren. Ja, und dann sind wir losgefahren. Ich hatte das dann auch, das war dann für mich okay. Ich war wieder im Vertrauen und habe das dann aber auf die Seite getan oder versucht, das auf die Seite zu tun. Habe dann die Zweifel doch ein bisschen größer werden lassen an dieser Botschaft. Ja, und dann waren wir 14 Tage in der Bretagne in den Ferien, eine wunderschöne Landschaft. Und dennoch war ich aber irgendwie nicht ganz bei mir. Ich habe die ganze Zeit gefühlt, irgendwas ist in meinem Feld, irgendwas begleitet mich, was mich dazu gebracht hat, mich von der Familie zu distanzieren. Ich war sehr verunsichert. Ich konnte mit dem Gefühl, dass noch jemand in meinem Feld ist oder etwas in meinem Feld ist, nicht wirklich umgehen. Ich hatte von Spiritualität noch nicht wirklich so eine Ahnung. Ich habe das immer so ein bisschen weggedrückt. Und so kam es dann eben halt zu diesem Erlebnis, dass mein Partner und ich damals ans Meer gefahren sind. Einen Tag vorher war ein sehr großes, starkes Gewitter, ein schweres Gewitter. Das heißt, das Meer war noch sehr aufgewühlt. Wir waren am Strand, eben um miteinander zu sprechen, weil ich so komisch unterwegs gewesen bin. Es hat mit unserer Partnerschaft etwas gemacht. Und so haben wir versucht, miteinander zu sprechen. Und es hat nicht so gut funktioniert. Und in diesem Frust und in dieser Traurigkeit bin ich dann ins Meer und war einfach versunken in meiner Gedankenwelt, in meiner, ich sage heute Gedankenbubble. Ich war wirklich in einer Bubble. Ich habe nicht viel mitbekommen, was im Außen gewesen ist. Und bin so ins Wasser und habe mir keine Gedanken gemacht. Ja, und dann bin ich rausgetrieben und immer weiter rausgetrieben und rausgetrieben und rausgetrieben. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich in dieser Bubble gewesen bin. Irgendwann hat sich etwas verändert im Wasser, dass ich wieder wach geworden bin. Das war wirklich so ein Wake-up und plötzlich war ich wieder da und habe dann realisiert, wie weit ich draußen gewesen bin. Ich war quasi hinter den Wellen. Also wenn man so ein aufgewühltes Meer kennt, vorne am Ufer sind halt die großen Wellen und dahinter wird es ein bisschen ruhiger. Und ich war dann quasi hinter diesen großen Wellen, so an dieser Schneide. Und habe dann realisiert, das Ufer ist ziemlich weit weg. Ich bin keine gute Schwimmerin. Und habe dann einfach gesagt, okay, Ärmel hochkrempeln, alle Kräfte zusammennehmen, alles, was ich in mir habe. Ich habe das wirklich so kompensiert in mir und bin losgeschwommen. Und bin geschwommen und bin aber wie immer nach oben geschmissen worden, also mit der Welle nach oben und wieder zurückgezogen worden und habe dann irgendwann realisiert, ich komme überhaupt nicht vom Fleck. Also ich habe mich gar nicht vom Fleck bewegt, weil eben die Welle zieht dich nach oben oder bringt dich nach oben und zieht dich eben mit zurück. Und so bin ich eigentlich nicht vom Fleck gekommen. Es war ein Riesengetöse, es war wahnsinnig laut. Die Wellen waren ungefähr 2 Meter hoch und irgendwann haben mich meine Kräfte verlassen, dass ich immer wieder nach unten gezogen worden bin, unten durchgeschleudert worden, wieder nach oben und wieder Luft schnappen und wieder nach unten. Also es war ein riesen Stress. Ja, und irgendwann habe ich realisiert, meine Kräfte lassen nach. Ich komme nicht vom Fleck. Ich brauche jetzt Hilfe. Ich schaffe das nicht mehr allein. Das war für mich schon ein großer Schritt, zu sagen, ich muss jetzt anfangen zu schreien, ich muss auf mich aufmerksam machen. Das habe ich dann gemacht. Ich habe mir die Lunge
aus dem Leib geschrien. Ich habe wirklich geschrien und neben mir war, Entschuldigung, war eine Frau, so circa 15 Meter neben mir auf dem Board. Und die habe ich angeschrien, richtig doll und laut, aber durch dieses Getöse im Meer hat sie mich nicht hören können. Das war unmöglich, sie hat mich nicht hören können. Und auch die Menschen, also immer wenn ich auf dem Wellenkamm oben gewesen bin, habe ich die Menschen am Ufer sehen können, aber sie haben mich halt nicht gesehen. Das hat alles nicht funktioniert. Also sie hat mich nicht gehört, die Menschen haben mich nicht gesehen, meine Kräfte waren absolut am Ende. Ich hatte keine Energie mehr, keine Kraft mehr. Ich konnte auch noch nicht mal mehr meinen ganzen Kopf aus dem Wasser heben. Ich konnte immer nur noch so machen, um Luft zu schnappen. Ja, und dann war für mich klar, ich schaff's nicht. Irgendwann war das ganz, ganz ein bewusster Gedanke oder eine Erkenntnis. Das war kein Gedanke, das war eine Erkenntnis, ich schaff's nicht. Ich habe alles probiert. Ich hab nichts mehr, was ich machen kann. Und das ist jetzt für mich der Zeitpunkt zum Gehen, zum Abschied nehmen. Und für mich war dann so auch, das war alles sehr klar, sehr, sehr, sehr klar. Das waren klare Erkenntnisse, klare Gedanken, ganz klare Entscheidungen zum Sagen, okay, entweder ich krepiere jetzt, ich mache so weiter wie bisher und das wird sehr, sehr schmerzhaft auch und leidvoll. Das war mir klar, wenn ich so weitermache, mit runterziehen lassen, durchspielen, wieder nach oben. Dieser Todeskampf, der war schon sehr herausfordernd. Oder ich lasse mich runterziehen. Ich gebe mich einfach hin. Ich gebe mich dem, was dann kommt, hin, ohne zu wissen, was kommt. Und für mich war es sehr klar, dass ich den zweiten Weg wähle. Das habe ich auch nicht lange mit mir ausmachen müssen, sondern das war sehr klar. Ich lasse mich runterziehen. Entschuldigung. Ja, und dann bin ich noch einmal mit der Welle nach oben, habe noch einmal zum Strand geguckt, weil ich wusste, da ist mein Partner. Und habe Tschüss gesagt. Und, Entschuldigung, jetzt bin ich doch ein bisschen berührt. Und habe mich verabschiedet. Und dann habe ich mich runterziehen lassen. Und dann bin ich ganz bewusst, das war auch ganz ruhig, das war nicht mit emotional oder irgendwie nur das Tschüss sagen war emotional und dann das runterziehen lassen, das war sehr, sehr leicht. Also dieser Wechsel war ganz, ganz leicht. Ich konnte sehr leicht sagen, Tschüss und jetzt bin ich bereit und ich lasse mich jetzt runterziehen. Und dann habe ich einfach wie meine Muskeln, ich habe meinen Körper völlig erschlaffen lassen und habe mich runterziehen lassen ohne Gegenwehr. Es hat mich dann einfach halt runtergezogen und in dem Moment war ich auch schon aus dem Körper raus. Also in dem Moment war einfach eine absolute, ich kann dem nur sagen, göttliche Stille. Es war friedlich, es war sehr, sehr, sehr ruhig. Es war atmosphärisch irgendwie leer und gleichzeitig wahnsinnig gefüllt von Geborgenheit, von Liebe, von Getragensein, von es ist alles richtig. Und was ich sehr spannend fand, also ich war sehr klar, sehr ruhig. Ich habe meinen Körper gesehen, ich habe meinen Körper im Wasser gesehen. Ich habe gewusst, ich bin nicht mehr mit meinem Körper, ich bin nicht mehr verbunden mit meinem Körper. Ich bin nicht mehr mein Körper, sondern ich bin nur noch Seele, Essenz. Und alles, was das Leben betrifft, das war so weg. Es hat keine Rolle mehr gespielt. Ich konnte so aus allem, was mein Leben betrifft, aussteigen. Das war keine Verbindung mehr, sondern ich war einfach in dieser allumfassenden Essenz und Liebe. Und das war das Einzige, was gezählt hat. Aus welcher Distanz haben Sie Ihren Körper da treiben sehen, in etwa? So am Anfang würde ich vielleicht sagen, so 1,5, 2 Meter und der ging dann aber ganz weg. Der war auch nicht mehr wichtig. Der war überhaupt nicht mehr wichtig. Ich habe ihn gesehen und er ist dann weggetrieben. Und das war egal. Ich konnte mich dann einfach wieder auf mich besinnen oder auf meine Seele und der Körper hat keine Rolle mehr gespielt. Was haben Sie danach erlebt? Ja, das war auch vielleicht ein bisschen anders als das, was man vielleicht so allgemein hin schon gehört hat mit diesem Lichttunnel oder dass das Leben an einem vorbeizieht. Ich war so wie im Licht. Ich war auch nicht mehr alleine. Es waren Wesenheiten bei mir, die mir ganz, ganz viel Ruhe vermittelt haben, ganz viel Frieden. Es war eine Energie von, es ist einfach alles ist gut, alles ist richtig und ich bin nicht alleine
Und das war einfach, allein diese Energie, das war wunderschön. Haben Sie diese Wesenheiten gesehen oder einfach nur ihre Anwesenheit gespürt? Sie waren immer so leicht hinter mir. Ich habe ihre Präsenz sehr stark gespürt. Sie war noch sehr groß, also die Energie war sehr mächtig. Ich habe so Silhouetten gesehen. Ich habe jetzt nicht wirklich eine Form, also Silhouettenform habe ich gesehen, aber sonst eigentlich nicht mehr. Das brauchte ich auch nicht. Das war auch das war nicht wichtig. Und die Kommunikation war telepathisch, also es war alles im Geiste. Für mich war das dann eben halt so, es hat sich so dargestellt, dass alle meine mir lieben Menschen wie aufgereiht da standen in diesem Raum, in dem ich war, in diesem Space. Und so konnte ich zu jedem Einzelnen gehen, also zu meiner ganzen Familie, zu meinen Freunden. Und ich habe mich vor jedem gestellt und habe jedem die gleichen Fragen gestellt. Ich habe gefragt, kannst du mich gehen lassen? Bist du bereit, mich gehen zu lassen? Und haben wir noch was offen? Gibt es noch irgendwas zu klären? Und auch das war alles telepathisch. Also alle meine Menschen waren da. Ich bin zu jedem Einzelnen hin. Alle konnten mich gehen lassen. Mit manchen hatte ich noch etwas zu klären, was unausgesprochen gewesen ist. Oder das kennen wir alle, solche Situationen, wo wir etwas nicht geklärt haben. Und dennoch konnten mich aber alle gehen lassen. Und für mich war das total klar, dass ich gehe. Das war für mich total klar. Und für mich war das so, ich brauchte die Bestätigung, dass mich jeder gehen lassen kann, damit meine Bereitschaft noch mehr da ist. Und es war für mich, es gab gar kein Zurück. Mein Körper war ja auch weg. Ich war ja nur noch Essenz, Seele. Bis ich dann zum Schluss zu meinem Partner kam. Mein Partner stand da, hinten dran seine beiden Töchter. Und er war ja verwitwet. Das heißt, er hatte seine Frau verloren. Die Töchter hatten sehr jung schon ihre Mutter verloren. Ich war so ein bisschen Mutterersatz. Ich habe so ein bisschen diese Rolle übernommen. Und da war das für mich ganz klar, das kann ich nicht. Ich kann diesen 3 Menschen das nicht antun. Entschuldigung. Ich kann ihnen nicht antun, dass sie noch jemanden auf so eine Art und auf so eine schreckliche Art verlieren. Das war ganz klar, dass es eine schreckliche Art dann wäre für sie, nicht für mich, für sie. Für sie wäre es schrecklich, mich so zu verlieren. Und es war klar, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Und dann hat die Wesenheit mit mir gesprochen und hat gesagt, sie hätten mich wieder zurückgeschickt, weil ich einfach noch eine große Aufgabe habe. Ich habe meine Aufgabe noch nicht erfüllt. Das kommt noch, das würde noch mir bevorstehen. Und dennoch war es wichtig, dass ich die Entscheidung zurückzugehen von mir heraus treffe und nicht, dass sie das bestimmen, sondern dass ich das entscheide. Ich gehe zurück, weil ich kann diesen Menschen das nicht antun. Und dann war das wieder ein Fingerschnips. Ich war genauso schnell wieder im Körper, wie ich aus dem Körper raus war. Das war ein totaler Stress, weil ich war vorher in diesem Frieden, in dieser Harmonie, in dieser Glückseligkeit, in dieser Ruhe und war dann wieder in diesem engen Körper. Das war auch sehr beengt, brauchte wieder Luft, war im Wasser irgendwo, musste mich orientieren. Es war ein Riesenstress. Bis ich dann begriffen habe, was los ist, dass ich jetzt wieder im Körper bin und dass ich Luft brauche. Und dann habe ich mich halt darum gekümmert und bin wieder an die Oberfläche und habe gewusst, okay, ich lebe. Also ich muss jetzt muss ich dafür sorgen. Ich habe mich entschieden, jetzt muss ich dafür sorgen, dass ich überlebe. Ja, und dann habe ich auch ganz klar gewusst, meine einzigste Chance ist diese Frau, die immer noch da war, neben mir. Ich habe sie dann gesucht und sie war immer noch da. Und ich wusste, meine Kraft war dennoch sehr schwach und ich habe nur sie. Das Einzigste, ich selbst schaffe es nicht. Die Menschen am Ufer sehen mich nicht. Ich habe nur diese Frau, die mich retten kann, wenn man das so sagen möchte. Und das Schreien vorher hat ja nicht funktioniert. Es war ja immer noch ein Riesengetöse. Und dann habe ich meine telepathischen Fähigkeiten dann genutzt. Ich habe dann einfach die Frau wirklich ins Visier genommen und habe sie geistig erreicht und habe einfach sie fixiert und meine ganze Kraft da reingegeben, sie auf geistiger Ebene zu erreichen.
Und das habe ich dann geschafft. Also sie hat sich dann umgedreht und ich habe gewusst, ich habe jetzt eine Sekunde, eine Millisekunde Zeit, um ihr zu signalisieren, was mit mir los ist, bevor ich wieder runtergezogen werde. Und im Runterziehen habe ich noch gesehen, dass sie verstanden hat, dass ich in Not bin. Und dann war ich wieder unten und bin durchgeschleudert worden und wieder nach oben und so weiter. Und immer wenn ich nach oben gekommen bin, habe ich gesehen, habe ich immer wieder die Frau gesucht und habe gesehen, dass sie aufs Meer rausruft. Und das ging dann ein paar Mal rauf und runter. Aber weil ich wusste, da oben passiert irgendwas, hatte ich neue Kraft und ich konnte neue Kraft generieren und sagen, durchhalten, 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 durchhalten. Ich habe mir immer diese Kraft wieder neu gegeben, dass ich nach oben komme. Und dann plötzlich nach einigen Malen rauf und runter war dann ein Surfer bei mir. Da hat sie einen Surfer alarmiert, der draußen auf dem Meer gewesen ist und der hat mich nicht rausgezogen, sondern er hat mir sein Board zur Verfügung gestellt. Also er ist ganz zurückgegangen und ich konnte mich dann an sein Board klammern. Und ja, er hat mir das Leben gerettet. Er hat mich dann ans Ufer gebracht. Sie haben gesagt, Sie haben sich von allen Ihren Lieben verabschiedet. Sahen Sie diese wie in Person vor sich oder war das eher ein geistiges Verabschieden von diesen Personen? Sie waren wie physisch anwesend. Ich sah sie als Mensch vor mir in ihrer ganzen Physis. Die Kommunikation allerdings, die lief auch telepathisch ab. Das war auch alles diese Telepathie, diese Ebene, wo wir kommuniziert haben. Das ging auch sehr schnell. Das war auch alles sehr, sehr klar. Ja, und so konnte ich von einem zum anderen gehen und es war ganz viel Liebe da. Also es floss ganz viel Liebe. Sie konnten mich alle wirklich gehen lassen. Und auch mein Partner hätte mich gehen lassen können. Das war dann einfach meine eigene Entscheidung, zum Sagen, das mache ich nicht. Und was eben halt so speziell gewesen ist, dass ich tatsächlich mit einigen Menschen noch da war ganz klar, das Thema ist nicht geklärt und das Thema steht noch zwischen uns und das Thema steht noch zwischen uns. Das war auch sehr klar, aber ohne Emotion, also ohne Drama oder irgendwie Schmerz, sondern einfach das Thema ist noch da. Und in dieser Zeit, als ich wieder zu Hause gewesen bin, also in der ersten Woche habe ich mich total zurückgezogen. Ich habe alles abgesagt. Ich bin in die Stille gegangen, um das alles zu reflektieren, was mir da geschehen ist und um wieder ins Leben zurückzufinden. Und in der Zeit habe ich mich um diese Themen gekümmert. Also ich habe mit jedem Menschen auf irgendeine Art und Weise Kontakt aufgenommen und habe genau das, was mir gezeigt wurde, habe ich geklärt. Und das Gegenüber war wahnsinnig dankbar, dass ich diesen Schritt auf sie zugemacht habe. Sie haben auch noch gesagt, dass nach dieser Nahtoderfahrung Ihre Sinne sich erweitert haben, Ihre Wahrnehmungen. Können Sie vielleicht 1, 2 Beispiele sagen, wo sich das gezeigt hat? Ja, das sind verschiedene Sachen. Das ist wie soll ich das sagen? Das ist so wie, das eine ist eine Bewusstseinserweiterung, würde ich sagen. Also wir haben ja alle unsere Bewusstseinsfelder und nehmen einfach nur die Sachen wahr, die in diesem Bewusstseinsfeld halt da sind. Und bei mir hat es einfach aufgemacht und ich habe, wie soll ich das sagen, eine Bewusstseinserweiterung gehabt. Ich habe Dinge wahrgenommen, die ich vorher nicht gesehen habe. Bei Menschen, aber auch wenn ich irgendwo unterwegs gewesen bin. Ich habe Energien wahrgenommen, wenn ich im Wald gewesen bin. Ich habe die Energie der Bäume wahrgenommen. Ich habe die Tiere wieder sehr deutlich gehört. Das hatte ich als Kind schon. Als Kind konnte ich mit Tieren schon genauso reden wie mit Menschen. Das war aber dann jahrzehntelang weg und das war plötzlich wieder da. Ich habe Verstorbene wahrgenommen. Ich kann sehr gut mit Verstorbenen kommunizieren. Die waren einfach da. Ich habe einfach diese Energien gespürt und Botschaften empfangen können. Ich wurde dann auch im Laufe der Zeit von der geistigen Welt sehr geschult darin, also mit der geistigen Welt zu kommunizieren. Und ich wurde wenn ich in Verbindung war, sehr geschult, in die Welt oder das Leben auf eine ganz andere Art zu verstehen und auf einer ganz anderen Art auch zu leben. Und so konnte ich nach und nach aus all meine Ängste aussteigen, aus all meine Sorgen aussteigen und das Leben von einer ganz anderen Art betrachten. Und da wurde ich sehr von der geistigen Welt tatsächlich geschult, gelehrt. Das werde ich heute noch. Es ist heute noch, wenn ich Fragen habe, dann gehe ich in die Verbindung und lasse mir das aus Sicht der geistigen Welt erklären. Und es gibt einen ganz anderen Blick aufs Leben und viel, viel Vertrauen ins Leben.
Was für eine Auswirkung hatte diese Nahtoderfahrung auf Ihr Leben? Ja, es hat mein ganzes Leben wirklich komplett verändert, wo ich vorher so die Spiritualität ein bisschen belächelt habe, war das dann nicht mehr möglich. Nach so einer intensiven Erfahrung und so einer Begegnung war das nicht mehr möglich. Ich habe mich dann mit dem auseinandergesetzt. Was passiert ist in diesem Nahtoderlebnis, ist, dass meine Hellsinne, meine Kanäle sind aufgegangen, die ich als Kind hatte. Ich hatte das aber total vergessen und mit diesem Erlebnis sind meine Kanäle wieder aufgegangen. Ich konnte mich erst überhaupt nicht zurechtfinden im Leben. Ich fand das Leben sehr banal. Wir sind nach Hause gefahren wieder und ich hatte ganz große Mühe, wieder ins Leben zurückzukommen. Weil, wie soll ich das sagen, dieser Moment, dieser Frieden, diese Harmonie, diese Glückseligkeit, dieses unbeschreibliche Gefühl von Getragensein und von dieser puren Liebe und von diesem, es ist alles weg, das ganze Leben hat keine Bedeutung mehr, das war so eindrücklich und ich hatte vorher ein sehr herausforderndes Leben. Diesen Moment zum Sagen, es ist alles weg, das war unglaublich schön und friedlich und so stimmig. Und dann wieder im Leben zu sein, wo man sich um so viele Sachen kümmern muss, wo alles wieder da ist, das war für mich sehr schwierig. Man spricht, glaube ich, auch so ein bisschen von so einer Nahtoderfahrung. Ich glaube, die hatte ich auch danach. Ich habe versucht, eben halt Material zu finden, was ist da eigentlich mit mir passiert. Ich wusste, irgendwas Elementares ist mit mir passiert. Ich wusste, ich kann nicht mehr so weitermachen wie vorher. Ich habe etwas zu tun, ich habe etwas zu verändern, ich wusste aber überhaupt nicht was. Dazu kam, dass meine Hellsinne aufgegangen sind. Ich habe Dinge wahrgenommen, die ich vorher nicht wahrgenommen habe. Ich habe mich ganz anders gespürt, ich habe die Menschen ganz anders gespürt und wusste, ich muss irgendwas mit dem machen. Und ich wusste auch, ich hatte ja auch die Botschaft, ich habe eine Aufgabe, ich habe etwas zu tun. Und dieser Drang, etwas zu tun, der war so stark und es war so ein großer Sog. Ich wusste nur nicht was. Ja, und so habe ich mich dann angefangen, mit Spiritualität auseinanderzusetzen. Ich habe mich zum Medium ausbilden lassen. Ich habe meine Hellsinne geschult, damit ich sie auch einsetzen kann. Und so bin ich Schritt für Schritt in diese Welt eingetaucht, in die Welt der Spiritualität, habe mein Leben komplett verändert. Nach und nach, das war ein langer Weg. Und habe irgendwie auch meine Identität verändert. Ich habe eine ganz andere Identität. Ich bin jemand ganz anders geworden und kann jetzt so nach 10 Jahren, das ist jetzt wirklich 10 Jahre her, sagen, jetzt bin ich angekommen in meinem neuen Leben, in meinem neuen Ich, in der totalen Verbundenheit zur geistigen Welt. Und das trägt mich heute täglich durchs Leben. Ich bin täglich in der Verbindung mit der geistigen Welt. Lebe das komplett. Ich habe mich aus meinem ganzen Beruf, mein ganzes berufliches Leben habe ich verändert. Ich arbeite heute mit der spirituellen oder in der spirituellen Welt als Coach und werde dadurch stark begleitet durch die geistige Welt und lasse mich sehr stark führen. Und das ist so auch meine Message, die so wichtig ist, die ich so wichtig finde, dass wir vertrauen dürfen. Vertrauen ins Leben haben und Vertrauen, dass wir nicht alleine sind. Und Frau Heuermann, herzlichen Dank für das Gespräch. ja, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass ich diese Möglichkeit hatte, heute zu sprechen. Ich finde das eine ganz wichtige, eine wichtige Plattform, die Sie da den Menschen zur Verfügung stellen, dass auch wir, die das erlebt haben, darüber reden dürfen, um eben halt auch den Menschen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, dieses Vertrauen mitzugeben, das Vertrauen ins Leben und das Vertrauen in die geistige Welt, dass das da ist, dass es immer da ist, dass wir immer geführt werden. Und das ist so meine Botschaft und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das heute machen durfte. Ganz herzlichen Dank.